Was geht YouTube? Marcel ist back am Start und während wir gestern ein sehr, sehr fröhliches Video geschaut haben, als Papa Platte den Legenden-Move seines Lebens gemacht hat, haben wir heute wieder was Ernsteres und zwar wurde mir dieses Video empfohlen und zwar ist es quasi der Hyperbowl-Kanal auf Englisch und es geht heute um einen Typen, der einen Flugzeugabsturz überlebt hat und das finde ich ziemlich krass. Das Video ist halt auf Englisch, wie gesagt, aber ich denke mal, das sollte uns nicht stören. Kann euch auch hin und wieder mal was übersetzen, wenn ihr Schwierigkeiten habt. Aber mich interessiert das Video einfach so krass. Also, er hat einen Flugzeugabsturz überlebt. Ich bin ja sowieso damals sehr, sehr flugängstlich gewesen. Ich habe damit meine Erfahrung davor Angst zu haben. Deswegen, dieses Video wird mich wahrscheinlich übertriggern so. Aber ich bin mal sehr, sehr gespannt, was er zu sagen hat. Und ja, ist jetzt halt mal auf Englisch, aber das kriegen wir, denke ich mal, gemeinsam hin. Let's go. Also bevor wir das Video starten, How to Survive a Plane Crash 11 Minutes mit ihm. Und man sieht ja jetzt schon, er sieht hier verletzt aus. Also ich weiß jetzt nicht genau, ob das auch von einem Absturz kommt, aber ich denke mal schon. Ich bin mal gespannt, was er jetzt zu sagen hat. Es ist wirklich interessant. Also ich weiß nicht, ob ihr euch damit ein bisschen auskennt, aber Flugzeugabsturz bedeutet meistens so Nachrichten wie, in dem Flugzeug waren 328 Leute und alle 328 sind gestorben. Also die Chance, das zu überleben, es ist ja auch unmenschlich krass, weil wenn du aus keine Ahnung wie viel 1000 Metern einfach mal runterfällst und das Flugzeug jetzt nicht mehr die Notlandungstries hat, sondern einfach aufkommt. Meine Hände schwitzen jetzt schon, Freunde, das sage ich euch so, wie es ist. I can remember going to Luton Airport back in the day and I was just a kid. And you could get quite close to the activity. You'd hear the pilots kind of doing the engine tests and throttling down the runway, down that center line, and the noise, the smell of the kerosene coming off the back of the aircraft. Also er erzählt jetzt gerade davon, wie es als Kind war beim Luton Flughafen, das ist in London. Und er erzählt gerade, dass man da halt sehr nah an den ganzen Sachen dran war, dass man quasi die ganzen Abläufe halt sehr, sehr direkt gespürt hat, was da so abgeht. Und ich bin jetzt mal gespannt, ob er den Unfall auch hatte, als er ein Kind war oder ob er das hatte, als er schon erwachsen war. Aber ich werde jetzt nicht jedes Wort übersetzen, weil das merke ich jetzt schon, das geht mir auf den Sack. You know, the desire to perhaps learn to fly myself one day was perhaps born. Okay, er wollte selber fliegen lernen. I'd been with an instructor for about 3 weeks duration. I had a couple of different instructors during that time and everything was going very well. And then I'd been so... Flight time during which a student pilot is so... Okay, verstehe. For around about 8 days. It was one of those bluebird days. You know, the sun was shining down. Also es geht hier darum, dass er das Flugzeug wahrscheinlich entweder selbst geflogen ist oder es war halt irgendwie ein Flug von Auszubildenden. You know, birds in the trees kind of twittering. And I was just thinking about what was coming ahead. As far as I was concerned, it was just another day solo and I was kind of hour building up my experience. Hour building heißt dann, dass er halt gewisse Flugstundenzahl ansammeln muss, damit er sich dann irgendwann zur Pilotenprüfung anmelden kann. Coming back to the UK, sort of job done, sort of tick in the box. And that ambition complete, as it were. Nice and calm, nice and gentle, hand on the stick, and then I go full throttle, and I'm starting to take off, and I'm starting to head higher, and then once I get to 1,000 feet, I can pull back gently on the throttle and sort of level off. So the aircraft sort of goes from climbing to sort of leveling off. Ich denke mal, das versteht ihr alle. Er zeigt es ja auch alle mit der Hand sehr, sehr gut. Der Start hat jetzt schon mal funktioniert und jetzt wollte er gerade so ein bisschen ja das Level halten und gucken, was jetzt passiert. You can kind of gently kind of cruise round in the pattern and do what I need to do. I then did a look and I did a look again because I couldn't quite believe what I saw. I was struck by an immediate vision, if you will, of a thin streak of visible yellow-orange flame. And I had to look again because it was a shock. Ja, ist klar, wenn ich da irgendwas sehen würde, was nicht so aussieht, wie es aussehen soll, wenn ich denke, gucke ich auch noch ein zweites Mal hin, Alter. Uiuiui, also dieses Video wird für mich sehr, sehr anstrengend, Leute. And I realized that... Ich kann ja dazu kurz eine Story erzählen. Ich war ja sehr, sehr stark flugängstlich und habe dann durch ein Hörbuch Mitte 2016 meine Flugangst komplett verloren. Also jetzt bin ich länger nicht geflogen, seit der Corona-Zeit, aber davor bin ich halt super oft geflogen und es macht mir gar nichts mehr aus. It was fire and it was a thin streak. Es hat gebrannt. From the front portion of the fuselage, and I looked down at my feet on the rudder pedals. I could see flame starting to lap and around the feet. Ach du Scheiße. Inside the chamber of the small two-seater cockpit that I'm... Alter, es hat dann sofort angefangen im Cockpit zu brennen. Ach du Heilige. And I thought immediately, Christ, this is no drill. This is for real. This is an emergency. And I've got to get this aircraft down. I immediately felt the heart sort of boom, boom, boom within my chest. You know, there I was at 1,000 feet, nowhere to go. Where am I going to go? You can't jump from that height.
People have asked me, did you not have a parachute? Well, you don't wear a parachute in a light aircraft. Natürlich tragen die keinen Fallschirm. Es tragen ja normale Piloten auch nicht den ganzen Tag Fallschirm. Fallschirme tragen nur Aircrafts mit einem Schleudersitz. Leute, das ist halt wirklich gut, dass ich das mit euch zusammen anschaue, weil so kann ich direkt meine Gedanken dazu äußern, weil würde ich es mir jetzt nachts allein angucken, würde ich wahrscheinlich wirklich durchdrehen. Also danke, dass ihr das mit mir gemeinsam anschaut. Weil das ist echt ein Thema, was ich krass finde, ehrlich. Under no illusion, if I didn't get out of that burning cockpit quickly, that the likelihood was I wasn't going to make it. I was going to be a goner, and that fire would have certainly overwhelmed me, and I wouldn't have lived to tell the tale. The only option I foresaw was indeed to try to get out of that cockpit early, but I needed to get her. Krass. Alter, er musste sich entscheiden, er musste schnell aus dem Cockpit raus, damit er nicht verbrennt. Auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite musste er selbstverständlich das Flugzeug auch noch landen. Jetzt bin ich mal gespannt, wie er das gemacht hat. Safe level in order to have any chance of pulling that off cleanly and make it happen. My mind then flicked back to one of the US instructors, and I can distinctly remember it, and he said, and I quote, "Above all, if there's an emergency and you've got a problem, fly the damn aircraft." And these words kind of echoed and reverberated in my memory, and I thought, I've got to hold on, I've got to get a grip here, and I've got to do exactly that. So I kept my left hand on the flight control stick and my right hand on the throttle, and I carefully just knocked off that power on the throttle to try to reduce airspeed. And I needed to reduce that significantly in order to get myself to a relatively safe speed approaching the active runway. All the time I'm watching the altimeter spin down, so through 900 feet, 800 feet, 700 feet, 600 feet, and I've got that left hand on control, right hand on the throttle, and I'm trying to breathe and I'm trying to think through it. And I'm just trying to really calm it all down as much as possible. Alter, wie willst du denn da calm down, Alter? Das ist so krass, Mann. Ich will nicht wissen, wie sich das, also was für Gedanken da auch in deinem Kopf sind. Das ist halt, ja, krass, wenn man das mal so hört, weil sonst kann es ja niemand erzählen, weil es halt niemand schafft. Flew over the top of the active runway. I was literally 100 feet, 50 feet by the time I'd cleared it. I turn off the key. Magnetos, Alpha, Bravo, the red switch is off. In the center column, fuel pump off. Rotate fuel selector valve through 90 degrees off. Everything off, off, off in sequence. At the lower reaches, from 50 feet and below, the fire was literally lapping my face. That hand on the control stick, the right hand on the throttle. Deswegen hat es wahrscheinlich auch verbrannt. Er hat es wahrscheinlich geschafft, es zu landen, und währenddessen hat es einfach weiter gebrannt oder so. Also es hat ja währenddessen gebrannt, aber hat dann sich vervielfältigt im Cockpit und hat er hat quasi gebrannt, während er das Flugzeug gelandet hat. And I was literally in a vain bid, if you will, to protect my airway from flame ingress. I then opened my left-hand canopy door. I can remember reaching across, fiddling with the handle. I then had to elbow it with my left elbow and punch it and strike it with the heel of my hand. And I'm now 50 feet, 40 feet, 30 feet, 20 feet, all the time looking, checking, looking. And at 20 feet, I got onto the left-hand wing, clambering over that door lip, and then I stood onto the wing. I was able to stand on the wing momentarily, but I had the backwash of the prop, which is why I have this really aggressive sort of right side dominant burn. Ah, okay, verstehe. Alter, krass. Er ist bei 20 Feet Höhe, das ist ja ungefähr 6 Meter, kann man das so sagen? Ungefähr 6 Metern Höhe hat er sich dann auf den Flügel gestellt und war dann bereit runterzuspringen. Und hat dann, weil die rechte Seite näher am Feuer war, beziehungsweise das dahin kam, das Feuer, wurde er dann deswegen rechts mehr angezündet. And that affected my scalp, as you can see, my right shoulder, down the right hand side of my lower limb. My left side was significantly protected, and that's Ach, krass. Was burned, but it's indeed a lot healthier. And so I jumped, I would estimate at a height of about 15 feet. Okay. In reality, I was probably traversing at about perhaps 30 knots through the airspace, and that height 15 feet. So it was a tremendously hard impact. Okay, also er ist ungefähr von 4,5 Metern bei einer Geschwindigkeit von ca. 55 bis 56 km/h. Also Leute, alleine mal
bei 55 km/h aus dem Auto zu springen, da kann man sich jetzt schon nicht mehr so viel erhoffen. Dann dazu ist die Höhe 4,5 Metern sogar. Und dazu brennst du dabei noch, bist wahrscheinlich schon komplett weak, dein Körper ist schon komplett angegriffen davon. Digga. Even though I landed feet first, I then thrust forward, I smashed my face on the sharp Florida razor grass below. And I remember my right shoulder was still on fire, so I aggressively had to pat it out. Oh God. And my right scalp, I could sense it was still on fire, so I patted it out. Oh God. The aircraft carried on a very low and shallow trajectory without me, and I watched her crash land. There was this ugly, crumpling, crashing noise, and extremely loud and very scary. Krass, dass er diese Entscheidung getroffen hat und es dann geschafft hat, da rauszukommen. Wie krass ist das eigentlich? Boom! An almighty explosion. I felt the shock of the explosion, the energy come through me and back again, and that sucked out all of the air that I had within the lung. And the heat and the inferno was indescribable, it was intense. And it was at that moment when the pain hit me for the very first time. And the only way I can describe that, it was like a tsunami of pain that washed over me from head to toe. Every aspect of nerve and sinew was struck by this pain, and I just cannot describe the intensity of that. I had facial fractures, so I inadvertently ruptured my nose bone. I had bilateral supraorbital eye socket fractures on both sides. Also hat sich das ganze Gesicht gebrochen, kann man so zusammenfassen. From the impact. Also the force from the jump and the landing travelled through my torso area. Little did I realise that I'd ruptured my large intestine, so the colon, and I'd also lacerated my liver internally, which was now hemorrhaging and bleeding very profusely internally. I was 63% third-degree burns, and that came to light. 63% dritten Grades Verbrennung, okay. Dritten Grades Verbrennung ist krank. Later on with the medical diagnosis. I'm starting to grow colder and weaker with every second that was passing. So I then decided that it wasn't going to be long, that I didn't have long to go to survive here. So I then took my shoes and socks off. I'm not even sure what the reason for that was. I just figured in my rationale that this was clearly one journey that I didn't need my shoes and socks for. Typical soldier, you know, I wanted that order right to the very end. And I lay the shoes and socks on the right hand side, and I just put them neatly by the side of me. And I held on, and I don't know how I did it. All I can suggest is that I was a young man at the time. You know, I was just turned 32 years of age, and I was as fit as a butcher's dog by virtue of what I did for a living, you know, with the forces. And I kept myself in great shape. And so I guess I had that fighting edge. Okay, also er ist dann anscheinend losgegangen und er erzählt gerade davon, dass er halt aufgrund seiner Ausbildung etc. in der Zeit zu einer krassen körperlichen Verfassung war und dass er glaubt, dass das wahrscheinlich der Grund war, ja, was ihn dann quasi diese Schritte hat gehen lassen. Aber ich finde das krass. Hätten da nicht schon die Rettungskräfte demnächst mal eintreffen können? Oder ist er vielleicht extrem weit weg gelandet? Es ist einfach so krass. Es ist einfach quasi, einfach beim Starten hat es angefangen zu brennen. But I still didn't have long. And I waited. And then I heard the siren, so it was like woo, 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 woo. Ah, okay. And then the truth is, I don't remember anything for realistically the next 6 months of my life. Er weiß nichts mehr von den nächsten 6 Monaten. Aber dass er das alles noch weiß, da hätte ich ja schon gedacht, dass das Gehirn da schon längst abschaltet. Also quasi wie bei einem Schock halt. Ich meine, ich hatte einen Rollerunfall, da ist quasi nichts passiert und ich wusste da die nächste halbe Stunde nichts. Und er weiß das alles noch. Er musste diese ganzen Entscheidungen treffen. Alter, es ist so krass, dass er das geschafft hat. In Orlando gave me about a 5% probability of survival, which is extremely slim odds. Even though they placed me in drug-induced coma, 5% Überlebenschance. Of my life. I mean, this was Jamie Hull, you know, World War III. To give you an indication, thankfully because of the insurance that I was backed up by, the bill in America came to some 2.6 million US dollars. Ja, das ist ja typisch Amerika. Wenn du da keine Versicherung hast, wärst du halt auch am Arsch. 2,6 Millionen hat es alles gekostet, ihn seine Aufenthalte und alles, was dazugehört hat. And that was only for around about 4-month period. I had 62 operations under general anesthesia. 62 Operationen.
a multitude of different surgeons for all kinds of different reconstructive work following the burns, and to get me back on track, to get me back to a semblance of health and normality. And indeed, I had many years of work, both physically and mentally, in order to accept and in order to rehabilitate myself. Krass. Überlegt mal bitte. Das ist so krank. Er ist nicht gestorben und trotzdem hat es ihn jahrelang so krass beschäftigt. It was very important for me to get back in the air somehow and to fulfill that ambition all over again and to keep going. I did fortunately win a scholarship to learn to fly a hot air balloon, and I did my training in Italy. It gave me that real that sense of freedom. Admittedly, you know, what I do with the balloon from time to time is a lot more sedate, but then I guess the new version of Jamie Hull is a lot more sedate, you know. Okay, er hat dann eine Ausbildung zum Ballonfliegen gemacht. Not that high-speed guy that I once was, and so it's probably quite fitting, really. Und er meinte, er selber ist auch ein ruhigerer Typ geworden, deswegen passt das jetzt gut zu ihm. Ey, ich finde seine Story so krass, ich habe eine Gänsehaut, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich finde es so krass, Alter. Das ist ja so interessant. Also no front an Hyperbowl, ich liebe die Videos auch, aber das hier war ja nochmal Next Level, also ja, das ist halt einfach unfassbar. Ja Leute, schreibt mir eure Gedanken dazu in die Kommentare, ich werde mir auf jeden Fall alle Kommentare durchlesen, weil es interessiert mich doch sehr, was ihr zu diesem Video hier sagt. Mich hat es extrem mitgenommen, ihr habt es mir angemerkt. Ich wünsche euch einen schönen Tag, Leute, wenn ihr ihn jetzt noch haben könnt. Ich werde erstmal ein bisschen wahrscheinlich darüber nachdenken, was ich hier gerade gesehen habe. Wir sehen uns im nächsten Video morgen, haut rein, bis dahin und ciao.